Auf einer der japanischen Inseln, versteckt im Pazifischen Ozean, ereignete sich ein Vorfall, der für die Einheimischen zu einem echten Albtraum wurde. Niemand weiß, woher sie kamen, aber Nagetiere begannen unbemerkt auf die Insel einzudringen, und bald wurde ihre Anzahl bedrohlich. Diese kleinen, aber intelligenten Wesen begannen, alles auf ihrem Weg zu zerstören. Sie nagten an Pflanzenwurzeln, vernichteten die Ernte, durchbohrten Säcke mit Getreide und Lebensmitteln und störten den gewohnten Rhythmus des Lebens der Inselbewohner. Die örtlichen Bauern litten unter den Verlusten, und die Menschen begannen zu bemerken, dass die Nagetiere jeden Winkel der Insel überfluteten und nicht nur der Landwirtschaft, sondern auch den häuslichen Vorräten Schaden zufügten. Panik ergriff die kleine Gemeinschaft, denn der Kampf gegen eine so große Anzahl von Schädlingen schien unmöglich. Die lokale Regierung, die erkannte, dass die Situation außer Kontrolle geriet, beschloss, eine außergewöhnliche Maßnahme zu ergreifen. An einem hellen Sommertag wurden 3000 Katzen auf die Insel gebracht. Diese Entscheidung war notwendig, da Katzen bekannte Raubtiere sind, die Menschen seit Jahrhunderten im Kampf gegen Nagetiere einsetzen. Die Katzen wurden aus verschiedenen Teilen des Landes gebracht, und sobald sie ankamen, begannen sie, das Territorium der Insel zu erkunden. Mit der Zeit bemerkten die Bewohner die ersten Veränderungen. Monat für Monat nahm die Zahl der Nagetiere ab. Sie wurden immer seltener, und Orte, an denen sie früher dicht lebten, waren nun leer und leblos. Die Katzen gewöhnten sich schnell ein, und die Bewohner, die anfangs misstrauisch gegenüber dieser Lösung waren, begannen, ihren pelzigen Beschützern zu danken. Diese Raubtiere wurden immer geschickter und kunstvoller in ihrer Jagd. Ihre Anwesenheit wurde zu einem festen Bestandteil des Lebens auf der Insel. Nach 2 Jahren war das Verschwinden der Nagetiere offensichtlich, doch die Katzen setzten ihre Arbeit fort. Sie schienen dabei zu helfen, das Gleichgewicht zu bewahren, indem sie sicherstellten, dass sich kein unerwünschtes Nagetier auf der Insel niederließ. Innerhalb von 6 Jahren wurden die Katzen nicht nur zu Kriegern gegen Nagetiere, sondern auch zu einem integralen Bestandteil des Ökosystems der Insel. Die Menschen hatten sich an ihre Anwesenheit gewöhnt und kümmerten sich sogar um sie. Nach 6 Jahren, als das letzte Nagetier von der Insel verschwunden war, beschloss die Regierung, eine Analyse der Situation durchzuführen. Als natürliche Kontrolleure hatten die Katzen ihre Aufgabe so effektiv erledigt, dass die Insel nun vollständig frei von Schädlingen war. Doch nun stand die Gemeinschaft vor einer neuen Aufgabe, das Wohlergehen der Katzen zu sichern, die nicht nur Verbündete im Kampf gegen die Nagetiere, sondern vollwertige Mitglieder ihrer Gesellschaft geworden waren. Mit der Zeit entwickelten die Bewohner Respekt vor ihren pelzigen Begleitern, und bis heute erzählen sie ihren Kindern, wie die Katzen einst die Insel vor einer Invasion retteten und zu echten Helden wurden. Liebe Freunde, wenn euch das Video gefallen hat, setzt ein Like und abonniert den Kanal.